So my mother tongue is German. I'm Greek-born native German altogether, and I have to apologize. I will speak in German, and Marisa will translate for me. I'm thankful for that, because I appreciate the invitation, and I'm thankful for this opportunity to speak to you, but I think for me it's better and more easy to express my feelings and my thoughts in my mother tongue. Vor 25 Jahren fiel die Mauer. Das Schicksalsjahr 1989 verdichtet sich in einem Akt von hoher Symbolkraft. Das Symbol der Stagnation der Nachkriegszeit, die Erstarrung der Weltgeschichte in einer weltumfassenden bipolaren Blockbildung war gefallen und Berlin, Deutschland, Europa und die Welt konnten aufatmen. 25 years ago, the wall fell. The year of destiny, 1989, was concentrated in an act of high symbolic power. Put our microphone in there. 25 years ago, the wall fell. The year of destiny, 1989, was concentrated in an act of high symbolic power. The symbol of stagnation in the post-war era was the freeze of the world's history in a global bipolar bloc, was falling, and Berlin, Germany, Europe, and the world was able to breathe again. Überraschend war nicht nur das Faktum des Mauerfalls selbst, überraschend war auch die Dramaturgie des Vorgangs. Das Symbol der Gewalt fiel gewaltlos. Die Ereignisse am Abend des 9. November 1989 hatten in ihrer Spontanität etwas Traumhaftes. Julian Green notiert in seinem Tagebuch am 10. November, die Ostdeutschen kommen ruhig über die Mauer, weder Hurrageschrei noch wildes Gestikulieren. Und einen Tag später, die beiden Berlin sind wieder vereint und die ganze Welt tanzt. Dass etwas so Unerwartetes, scheinbar Unmögliches auf so verblüffende Weise geschehen konnte, bewies, dass der für die Ewigkeit zementierte Status quo eben doch kein Faktum, kein übernatürliches Geschick war. Und für die Gläubigen blitzte plötzlich etwas von der Friedensutopie auf, nach der Schwerter endlich zu Pflugscharen und Speere zu Sicheln werden. The fall of the wall was not the only surprising fact. The dramaturgy of the process was also surprising. The symbol of violence fell without violence. The happenings in the evening of the 9th of November appeared dreamlike in their spontaneity. On the 10th of November, Julian Green noted in his diary, "The East Germans are coming over the wall in calmness, neither cheering nor wild gestures." And one day later, the two Berlins are united again, and the whole world is dancing. That something unexpected, apparently impossible, was happening in such a stunning way only proves that the status quo, which was stated for eternity, was not supernatural ability, and for the believers, suddenly a part of the peace utopia was flashing up, which finally formed their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Dennoch, dem Mauerfall war ein machtvolles Gegenzeichen der Beharrung im Abstand von nur 5 Monaten vorausgegangen. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni desselben Jahres hatten sich in China die Kräfte der Beharrung durchgesetzt und das Massaker auf dem Tiananmen-Platz exekutiert. Und scheinbar unerschüttert steht noch heute die Hütte von Panmunjom am 38. Breitengrad, jener gedachten Linie, an der der vergessene Krieg in Korea im Jahre 1953 gefror. Still, the fall of the wall was preceded by the strong countersign of insistence with an interval of only 5 months. On the night of the 3rd and to the 4th of June in the same year, the strength of insistence was enforced and the massacre on the Tiananmen was executed. And even today, the cabin of Panmunjom still stands, seemingly unruffled, on the 38th latitude, which was seen as a line on which the forgotten war in Korea froze in 1953. Bei aller Euphorie, die uns heute noch ergreift, wenn wir die Bilder jenes Abends sehen, gestern Abend war eben dieser Tag, die um die ganze Welt gegangen sind, nach 25 Jahren erscheint das, was wir den Mauerfall nennen, zwar nicht weniger bedeutend, aber doch in einem anderen Licht. Der Untertitel dieser Veranstaltung deutet es an: Opportunities for Peace Building
in a time of global insecurity. Am 22. Oktober diesen Jahres bemerkte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei einem gemeinsamen Besuch mit dem amerikanischen Außenminister John Kerry an der Gedenkstätte an der Bernauer Straße anlässlich dieses Jubiläums, dem auch diese Versammlung gewidmet ist: Die Welt scheint in diesen Tagen aus den Fugen geraten zu sein. With all the euphoria which still captures us when we see the images of that evening, which were seen all around the world, which actually happened yesterday, what we call the fall of the wall after 25 years does not seem less important, but is viewed in a different light. The subtitle of this event implies this: Opportunities for Peace Building in a Time of Global Insecurity. On the 22nd of October this year, the German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier noticed a mutual visit in the memorial of Bernauer Straße for this anniversary with John Kerry, the Foreign Minister of the US, to whom this gathering is also dedicated. These days, the world appears as it has completely been turned upside down. Während der Mauerfall damals als das Ende eines veritablen Albtraums erschien, wird heute, nur ein Vierteljahrhundert später, klar, dass er auch als Ouvertüre eines tektonischen Wandels, der unbemerkt längst begonnen hatte, gedeutet werden kann. Während des Kalten Krieges hatten sich unter der eisigen Oberfläche Spannungen aufgebaut, die in jenen postmodernen Unsicherheiten virulent geworden sind, die wir heute schmerzhaft erfahren. Die Sicherheiten sind in Windeseile dahingeschmolzen. Das zeigt sich zunächst mit ungeheurer Wucht im Jugoslawien-Konflikt, mit den ersten Kriegen, Vertreibungen und versuchten Völkermorden in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. While at that time the fall of the wall appeared as the end of a veritable nightmare, today, only a quarter of a century later, it is clear that the fall can also be considered as the overture of a tectonic change which already started long ago. During the Cold War, tensions were created under the ice-cold surface, which became virulent as we painfully experience today. The securities melted in no time at all. This, in the beginning, was shown with tremendous force during the conflict of Yugoslavia, with the first wars, forced displacement, and the attempts of genocides in Europe since World War II. Es folgten eine weltweite Zunahme hochgefährlicher Spannungen und viele andere verheerende und kaum noch zu begrenzende, mit Waffen ausgetragene symmetrische und asymmetrische Konflikte in allen Teilen der Welt, aber mit besonderer Wucht in Osteuropa, im Nahen Osten und in Afrika, mit der Folge von weltweit 51,2 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen und einer Welt, die überall neue Mauern errichtet hat, in Ceuta und Melilla, zwischen der USA und Mexiko, in Nordirland, im Westjordanland, in Zypern und neuerdings auch zwischen Russland und der Ukraine und an der türkisch-syrischen Grenze in den Provinzen Hatay und Gaziantep. Mauern, die die Berliner Mauer an Größe und Effizienz in den Schatten stellen. Kannst du hier vielleicht? It was followed by the increase of global, extremely dangerous tensions and many other devastating and barely limited symmetric and asymmetric conflicts which were carried out with weapons in all parts of the world, but with a particular force in Eastern Europe, the Middle East, and in Africa, with the consequence of 51.2 million exiles and refugees worldwide, and the world which globally formed new walls in Ceuta and Melilla, between the US and Mexico, in Northern Ireland and in the West Jordan land, as well as Cyprus, and recently between Russia and the Ukraine and the Turkic-Syriac border in the provinces of Hatay and Gaziantep, walls which in terms of size and efficiency overshadowed the Berlin Wall. Eine Welt ohne Mauern, a world without walls. Um das Tableau zu vervollständigen, müssen wir zu diesen nackten Tatsachen noch die ökonomischen und ökologischen Krisen hinzunehmen, deren Lösung wegen der manifesten Sicherheitsprobleme in noch weite Ferne rückt, mit unabsehbaren Folgen für die mittelbare und unmittelbare Zukunft der Menschheit und des Planeten. A world without walls? To complete the picture, we have to add the crude facts of ecological and economical crisis, the solutions for which, due to security problems, continue to move further into the future,
with unforeseeable consequences for humanity and the planet in the immediate future and farther beyond. Gewiss ist der 9. November 1989 kein kirchliches Datum. Dennoch ist er eine symbolische Zäsur auch für die orthodoxe Welt, denn der größte Teil der orthodoxen Christenheit war gezwungen, hinter dem eisernen Vorhang zu leben. Demzufolge war die orthodoxe Welt zwischen Privilegierten und Benachteiligten geteilt. Als sich nach dem Mauerfall sukzessive die Staaten des ehemaligen sozialistischen Lagers von der Hegemonie der Sowjetunion befreien konnten und schließlich diese Union selbst zerbrach und die Staaten sich neu demokratisch konstituierten, kann man auch die orthodoxen Kirchen, deren Jurisdiktionsgrenzen in den meisten Fällen mit den jeweiligen Staatsgrenzen identisch waren, in den Genuss der Freiheit. Das heißt, sie wurden frei von staatlicher und ideologischer Bevormundung und erlangten vielfach auch das unter sozialistischen Vorzeichen konfiszierte Eigentum, ganz oder teilweise, wieder zurück. Indeed, the 9th of November 1989 is not a clerical date. Anyway, it is also a symbolic caesura for the Orthodox world, because the largest part of the Orthodox Christians were forced to live behind the Iron Curtain. Therefore, the Orthodox world was divided into privileged and underprivileged. When after the fall of the wall, gradually the states of the former socialistic camps could free themselves from the Soviet Union hegemony, and finally the Union itself broke into parts and was newly democratically constituted, the Orthodox Church, whose jurisdictional borders were in most cases identical with the particular state borders, also received the pleasure of this freedom. This means it became free of governmental and ideological paternalism and received in many cases partly or even fully their properties back, which were confiscated by under the socialistic auspices. Schwierigkeiten gab es insbesondere in denjenigen wiedererstandenen Staaten, die Teil des Gebietes der Sowjetunion gewesen waren und deren kirchliche Strukturen aus politischen Gründen verändert, respektive an die politischen Gegebenheiten angepasst worden waren, so zum Beispiel in Georgien, in Estland oder der Ukraine. Grundsätzlich muss man sagen, der Prozess der Anpassung der kirchlich-jurisdiktionellen Strukturen an die neuen und in vielen Fällen altneuen politischen Gegebenheiten ist immer noch im Gang. Most difficulties arose in the reoriginated states, which were part of the region of the Soviet Union and whose clerical structure was changed and aligned due to political reasons and the political situation. Some examples are Georgia, Estland, and the Ukraine. Essentially, one must say the process of adoption and the clerical jurisdictional structures in the main contemporary cases of old-new political situations is still ongoing. Dieser äußere Prozess ist aber nur die Außenseite eines geistigen Prozesses der Selbstfindung der zahlreichen autokephalen und autonomen Kirchen Ost- und Südosteuropas. Nach einer unterschiedlich langen Phase der Selbstentfremdung sind sie auf der Suche nach einer neuen Formel für die Bestimmung des Verhältnisses von Kirche, Staat, Nation und Gesellschaft. Groß ist dabei die Versuchung, den Faden dort wieder aufzunehmen, wo er gewaltsam durchtrennt worden war, in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts oder sogar noch früher im 19. Jahrhundert. Dieser Prozess der Affirmation hat zu einem Resultat geführt, das den Erwartungen diametral widerspricht, die man auch in der orthodoxen Kirche mit der Auflösung der Ost-West-Polarisierung, wie sie sich hier in Berlin symbolisch verdichtet hat, verbunden hatte. Dass nun nämlich die panorthodoxen Angelegenheiten, die so lange hatten vernachlässigt werden müssen, endlich Fahrt aufnehmen. Stattdessen wurde das kirchliche Miteinander komplexer, vielstimmiger, aber nicht immer harmonischer. But this external process is only the external side of a spiritual process of self-discovery by the many autocephalous and autonomous churches in East and Southeast Europe. After a long phase of self-alienation to determine the relations of state, nation, and the society, the temptation was strong to take up the thread again where it was violently severed. In the early period of the 20th century, or even earlier in the 19th century, this process of affirmation yielded a result which diametrically contradicted expectations linked to the Orthodox Church,
with the resolution of the polarization between East and West, which was symbolically concentrated here in Berlin. That now the pan-Orthodox issues, which have been neglected for such a long time, will gather speed. Instead of this, the clerical cooperation became more complex with many voices, but which were not harmonious. At every time. Ein wiedererstarkender Nationalismus im Inneren führt zu dominanten Verhalten nach außen, insbesondere in der westlichen Diaspora, also in den Regionen diesseits der ehemaligen Demarkationslinie zwischen Ost und West, wurden die jeweiligen nationalen Kolonien und Diözesen stärker an die Mutterkirchen gebunden. Der Prozess der innerorthodoxen Integration ist im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das seit den frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts angestrebte panorthodoxe Konzil wurde empfindlich gestört und kam zeitweilig zum Erliegen. Erst die panorthodoxe Synode von Konstantinopel im März diesen Jahres hat es gewagt, den gordischen Knoten zu zerschlagen und die Durchführung des Konzils für das Pfingstfest 2016 in Aussicht zu stellen. A regained nationalism on the inside led to a dominant behavior on the outside, especially in the Western diaspora, which means in the regions on this side of the demarcation line between East and West. The particular national colonies and dioceses were bounded stronger to the mother churches. The process of the inner Orthodox integration within the context of preparations for the seeked Pan-Orthodox Council since the 60s and the 20th century were sensitively damaged and occasionally came to a standstill. Only the Pan-Orthodox Synod of Constantinople in March of this year dared to smash the Gordian knot and hold out the implementation of the councils for the Wisjuntide 2016. Das ökumenische Patriarchat, für das ich hier spreche, war und ist bis heute der Garant der geistigen, materiellen und ekklesialen Einheit der orthodoxen Kirche weltweit. Diese Einheit lässt sich weder durch Mauern zerstören, noch durch politische Reformen herstellen. Als im Jahre 1963 die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland gegründet wurde, umfasste diese neu gegründete Metropolie selbstverständlich von Anfang an die beiden, damals noch voneinander getrennten Teile Deutschlands. Das Gebiet der damaligen Bundesrepublik westlich, aber auch der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik östlich der Mauer. Auf die Idee, eine Kirche im Sozialismus auszurufen, wären wir auch dann nicht gekommen, wenn wir damals, was nicht der Fall war, eine nennenswerte Zahl von Gläubigen auf dem Gebiet jenseits der Mauer gehabt hätten. The ecumenical patriarchate for which I am speaking was and is until today the guarantor of the spiritual, material and ecclesial unity of the Orthodox Church worldwide. This unity is unable to be destroyed by walls or to be formed by political reformations. When the Greek Orthodox Metropolitanate of Germany was founded in 1963, it initially comprised the two separated parts of Germany, which was at that time the region of the Republic of Germany in the west and the so-called GDR in the east of the demarcation line, the wall. The idea to call out a church in socialism wouldn't have been created even if we had, which we didn't at that time, enough believers on the eastern side of the wall. Das ökumenische Patriarchat, das ebenso wie alle anderen alten Patriarchate der orthodoxen Kirche, also die Patriarchate von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, seinen Sitz in einer Region hat, die einst der kulturelle und politische Kernbereich Europas war, aber durch die weltgeschichtliche Entwicklung in den letzten 1400 Jahren allmählich zu dem geworden ist, was wir heute in der deutschen Sprache den Nahen Osten, in der englischen Sprache the Middle East nennen, akkumuliert die Erfahrungen einer Institution, die ihre heutige Gestalt dem dritten Kanon des zweiten ökumenischen Konzils, das Kaiser Theodosius der Große im Jahr 381 nach Konstantinopel einberufen hatte, verdankt, deren Wurzeln aber noch weit in die vorkonstantinische Zeit reichen. Ihr historischer Sitz, das heutige Istanbul, verkörpert, wie vielleicht nur wenige andere Orte auf der Welt, das konfliktträchtige Miteinander und Gegeneinander zwei unterschiedlicher Zivilisationen und Kulturen.
Im ursprünglichen Kernraum seines angestammten Zuständigkeitsbereiches, dem historischen Kleinasien, bis zur Unkenntlichkeit marginalisiert, dient es der Einheit. Es dient der Einheit, nicht nur innerhalb der orthodoxen Kirche, sondern auch und mit besonderer Hingabe innerhalb der gesamten christlichen Ökumene. The ecumenical patriarchate, which, as many other ancient patriarchies of the Orthodox Church, so the Patriarchy of Alexandria, Antioch, and Jerusalem, has its place in a region which once has been the cultural and political core area of Europe, but became today, through the global historical development in the last 1,400 years, what we call in the German language the Near East, Nahe Osten. In English, this would be Middle East. Accumulates the experiences of an institution which, in its figure today, owes its name to the Third Canon and the Second Ecumenical Council, which the Emperor Theodosius the Great convened in Constantinople in 381. Those roots reach back even further than the pre-Constantine time. Her historical place, which today is Istanbul, embodies, as maybe only a few places on earth, the conflict led in mutuality and against each other of two different civilizations and cultures. In the original core area of his traditional responsibility, historically Anatolia, marginalized until the unrecognizability, serves the unity not only within the Orthodox Church, but also with a particular commitment within the entire ecumenical movement. Sorry, this was not Anatolia, this was Asia Minor. Asian Minor. Asia Minor in English. Doch sein Engagement beschränkt sich nicht nur auf die christliche Welt. Das ökumenische Patriarchat ist einer der profiliertesten Wortführer des interreligiösen Dialogs, also mit dem Islam und dem Judentum und allen anderen Religionen weltweit. Es führt alle Dialoge mit der Leidenschaft und der geschärften Wahrnehmung eines lebendigen Organismus, der durch seine Kontinuität in einer fast 2 Jahrtausende umfassenden wechselvollen Geschichte und die exponierte geografische Lage seines Zentrums selbst ein reales Symbol dieser gefährdeten Einheit geworden ist, für die es Zeugnis gibt. But his engagement is not limited to the Christian world. The ecumenical patriarchate is one of the highest profile leaders of the interreligious dialogue. It leads all dialogues with the passion and the sharp awareness of a lively organism, which, through his continuity, became itself a real symbol of this vulnerable community through embracing almost 2 centuries of varied history and the exposed geographical position of its center, for which it provides testimony. Es gibt sichtbare Mauern, aber es gibt auch unsichtbare Mauern. Der moderne türkische Staat, Nationalstaat zum Beispiel, nennt sich zwar laizistisch, privilegiert aber einen staatlich kontrollierten sunnitischen Islam. Andere Religionsgemeinschaften werden ignoriert oder wie die Christen und die Juden in Fortsetzung der Tradition des Osmanischen Staates nur geduldet und einer speziellen Rechtsprechung unterworfen. Auch die Beitrittserklärungen der Türkei mit der Europäischen Union haben an dieser tiefgreifenden Diskriminierung nicht das Geringste geändert. Das Fanal dieser Diskriminierung hinsichtlich des ökumenischen Patriarchats ist die winzige, auf Griechisch Chalki genannte Insel Heybeliada im Marmarameer mit nur 2,3 Quadratkilometer Fläche. Auf dieser Insel befindet sich seit 1844 die wichtigste theologische Ausbildungsstätte des Patriarchats, eine auch gesamtorthodox und darüber hinaus im ökumenischen Kontext hoch angesehene theologische Hochschule. There are visible worlds, but also invisible worlds. The modern Turkish national state calls itself prurient, but privileges a government-controlled Sunnite Islam. Other religious communities are ignored or only tolerated and subjugated by a special law, such as Christians and Jews. Even the negotiations about Turkey to enter the EU did not change anything in this deep discrimination. The torch of this discrimination of the ecumenical patriarchate as a tiny island, Chalki in Greek, Heybeliada in Türkisch. With only 2.3 square kilometers in the Sea of Marmara. Since 1844, the most important theological education center of the Patriarchate has been situated on this island. It is
an entirely Orthodox and further than this economic context highly recognized theological school. Der türkische Staat hat dieses für das ökumenische Patriarchat überlebenswichtige Institut im Jahr 1971 geschlossen, und das ohne Grund, und trotz zahlreicher internationaler Appelle nicht wieder aufgemacht. Selbst der Umstand, dass die Europäische Union das Thema der Wiedereröffnung dieser Hochschule im Zusammenhang mit der Behinderung der freien Religionsausübung der Christen in der Türkei auf die Liste der Forderungen an den Beitrittskandidaten Republik Türkei gesetzt hat, hat die konsequente Verweigerungshaltung der türkischen Regierung bisher nicht beeinflussen können. The Turkish state closed this for the economic patriarchate, vital institution in 1971 and did not allow it since, despite several international appeals. Even the situation in the EU concerning the topic of the reopening of the school in order to prevent the Christians to enable their religion in Turkey by setting it on the list of claims for the Republic of Turkey to enter the EU did not influence the Turkish government until today. 25 Jahre seit dem Mauerfall, das ist ein vergleichsweise kurzer Zeitraum und doch genug, um im Hinblick auf die zahllosen neuen Konflikte und Gefahren von neuem zu erkennen, dass das, worauf wir uns heute hier besinnen, dass Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie immer wieder neu errungen werden müssen. Ja, Entschuldigung. 25 years since the fall of the wall, this is a comparably small time frame. Nevertheless, it is enough time to understand that with respect to the new conflict and danger, we remember today freedom, self-definition and democracy have to be gained over and over again. In diesem Sinn möchte ich sagen, Berlin ist überall. Berlin, das ist heute Kiew, aber auch Kobane, Damaskus, Hongkong und Istanbul. Orte, an denen sich exemplarisch zeigt, was auf dem Spiel steht, wenn Menschen entweder vergessen oder aber auch von Machtstreben verführt, sich selbst und andere vergessen machen wollen, dass wir bei aller Divergenz der Interessen und Weltanschauungen alle nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen sind. In this context, I would like to say, Berlin is everywhere. Berlin is today's Kiev, but also Kobane, Damascus, Hong Kong and Istanbul. Places which serve as an example of what happens if people forget or led by the striving for power want to forget themselves and others, that all of us, despite all divergence and of interest and view of the world, are formed after God's image in similitude, and we are all appointed to let God's diverse sageness shine in saying that instead of building walls and make war, we all have one goal, to gain peace. Wir sind berufen, Gottes mannigfaltige Weisheit erstrahlen zu lassen, indem wir, statt Mauern zu errichten und Kriege zu entfachen, das eine einzige Ziel verfolgen, den Frieden zu erringen und zu bewahren. Ich danke für Ihre Geduld.